Also, ist er Lord Penswick oder ist er es nicht? To be or not to be, das ist heute die Frage. Wir kommen zurück und wir fragen direkt los. What do you know of Lord Penswick? A fine gentleman. Now that is someone who commands respect. Do you know him personally? No, I don't think anyone can really claim that. But what a tiring subject. Shall we discuss something a little more exciting? Sass. Definitiv sass. Er könnte natürlich auch ein Sohn von ihm sein oder so. Er sieht auf jeden Fall edel gekleidet aus. Nicht so wie die meisten anderen hier. Er kommt bestimmt nicht aus Bewlay, sonst hätten wir ihn schon gesehen. Er muss auch mehr Geld haben als die üblichen Bewlayaner. Also, ich traue ihm nicht so ganz. Okay, der Hund. Darf ich den beim nächsten Mal einmal streicheln? Was that your dog? Yes, his name is Sydney. Quite the excitable pup. Ja. Don't mind his bark. The little fellow wouldn't hurt a fly. Ja. Gut. Ich hoffe, ich sehe den gleich nochmal. So, Mr. Lennard Shoulder. Do you know Lennard Shoulder? A man of Bewlay? Yes. I care not for the men of Bewlay. Only for the visitors. Interessant. Ich habe gehört, der Penswick interessiert sich auch nicht so für die Leute aus Bewlay. Do you know of Hobbs Barrow? I'd like to know more about you, Thomasina. What time do you like to rise in the morning? Was? How do you like your tea? Was? What makes you happy? Was sind das für Fragen? Was? Er fragt zu viele Fragen. Wir lügen oder wir sagen die Wahrheit. Ein bisschen flirten hat noch nie geschadet. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist jetzt nichts, was man unbedingt geheim halten muss, aber auch nichts, was jeden was angeht. Allerdings, wir wollen ja eigentlich was von ihm wissen, ne? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen einschleimen, ein bisschen Augenaufschlag. Vielleicht hilft uns das weiter. Well, I like to rise early and watch the sunrise. With your husband, Ja. I'm sure. Junge. No, I'm currently unentangled. Such a view should be shared with at least a lover. Do you deem yourself fit for this position? Indubitably. But do go on. How do you like your tea? Oh Gott. Hot, with just a splash of milk. No sugar, of course. No sugar. It rots the teeth. Your smile is as dazzling as the Himalayan snow. Oh, James. And finally, what makes you happy? Ich habe Schmerzen. Spending time with my father. I should like to meet him. Perhaps you will. And you, James? I propose the same queries to you. All in good time. My truths will surround you in good Ja, time. natürlich. Boah. Also ich bin hier gerade so ein bisschen innerlich gestorben. Das war viel zu wenig subtil für meinen Geschmack. Es war einfach so direkt vor die Füße gespuckt, dieses ganze Geflirte. Um Gottes Willen. Furchtbar. Okay. Stone. What do you make of this stone? It looks antique. You might want to keep a hold of it. Goodbye. Hatte See ich you vor. soon, my dear. Hatte ich vor. Ich möchte trotzdem auf das Bild gucken. He's a little more handsome than your average Bewlay resident. Ein bisschen, ja, ja. Sweet little flowers. So, da haben wir noch die Blümchen. Das hier haben wir ja rausgeschlagen. Ich will den Hund. Wo ist der Hund? Boah, ich dachte ganz kurz, er wird jetzt nochmal eben gezeigt, wie er noch einen schnöseligen, schmierigen Kommentar gibt, während wir weggehen. Ist Titel noch da? Nein, er ist weg. Um den mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, ne? Irgendwie. So. Da ist wieder das Eichhörnchen. Wäre lustig gewesen, wenn der Hund jetzt hinterherläuft. Ach, da bist du ja. Wobei, ist das noch der Hund? Das sah eher aus wie ein Fuchs. Das war ein Fuchs, oder? I can't think of anything. Mist. Das stand hier und hat da geschnuppert. Ich weiß nicht genau, ob diese Tiere irgendwie was heißen sollen, ob die mir irgendwas sagen oder ob das tatsächlich so ein bisschen zur Atmosphäre gehört, dass man hier auch mal ein Tier des Waldes sieht, quasi. Okay. Habe ich mich ganz von dem Hund ablenken lassen. Was für ein Zufall. Ich will noch mal kurz gucken, ob der Grabgräber... Oh. Hello? Oder auch nicht, hallo? Willst du hin? Oh, Excuse me, sir. ist das? Yes?
Did you see a young girl with blonde hair pass by here? No, lass. There you are. Are you Thomasina Bateman? Ist das Lennard? Wer fragt das? Also ich meine, wir sind die Einzige, die nicht von hier kommt. Ich glaube, es wissen alle, wer wir sind, spätestens nach den ersten paar Stunden. That's my name. How marvelous. It's me, Lennard Shoulder. Was? Heavens. Da bist du ja I've given up on endlich. finding you. Please take a seat, Miss Bateman. We have much to discuss. Allerdings. Opa. Hältst mich ganz schön auf Trab. You've proven to be quite the enigma, Mr. Shoulder. I'm mortified. I offer you 1,000 apologies. Mhm. You see, I've been bound to my bed these past few days with a terrible fever. How dreadful. I take it you're feeling better now? Aye, I were on me way to find you when I stopped here to catch me breath. Mhm. I've not much go in me these days. I'm sorry to hear that. I were worried you'd have given up on me and left town. I had no idea what had become of you, Mr. Shoulder. I spent a good amount of time pounding on your front door. I'm embarrassed, I really am. I've been doing my best to sleep through the fever. I am so very sorry. Please accept my apology, Miss Bateman. Fine, Mr. Shoulder. I've come all this way. Let us speak of the business at hand. Marvelous. I've just learned that my father was part of a previous excavation of Hob's Barrow some 25 years ago. Why didn't you mention this in your letter? What? Where did you hear that? I have my means. I swear, Miss Bateman, I had no idea. I take it you will also deny delivering me my father's journal? I'm confused. What journal? My father's journal was slipped under my door at the Plough and Furrow. It wasn't you who did this? I've been bound to me bed, lass. What an extraordinary coincidence. You are following in your father's footsteps. It would seem so, Mr. Shoulder. Also ganz ehrlich, ja, genau das. Hätten wir diesen Handschuh nicht gefunden, würde ich es ihm jetzt wahrscheinlich glauben. Ne? Gut, im Bett gelegen, man hätte trotzdem an die Tür gehen können oder antworten können, aber dieser weiße Handschuh, der bei ihm an der Wäscheleine hängt, der verrät ihn halt total. Aber gut, das machen wir mal als letztes, finde ich ganz gut. Der Brief, den wir bekommen haben. Why did you invite me to excavate Hob's Barrow? I've always been curious about the colourful folklore surrounding the place. My father told me all sorts of stories about it when I were a wee fellow. Stories that some folk around here take a little too seriously, especially after those lads entered the Barrow a while back. Okay. How did you know about me? I saw your interview in the Bakewell Times. A young lady travelling about the land, digging up barrows. Perfect for the job. Okay, das macht soweit noch Sinn. But why do you wish to excavate the barrow? I want to see what those lads found in there. Ja, aber My warum? curiosity has grown over the years. Now it is time for the mystery to be solved. I must say I am rather eager to find out what's in there myself. Aber wir haben ja auch einen guten Grund dafür. Wenn er davon nicht selbst betroffen ist, weil es weder sein Vater noch sein Bruder waren, die da reingegangen sind. Ja, Neugierde in allen Ehren, aber er hat eigentlich keinen Grund, so neugierig zu sein, oder? Ich weiß noch nicht so ganz. I've managed to find Hob's Barrow, but Mr. Bryden is yet to give me permission to excavate. Is that so? Keep trying. He'll relent eventually. Perhaps you could have a word with him. Oh no. A lovely young lass such as yourself has a better chance of changing his mind than a shaky old goat like me. You told me in your letter there would be no issue gaining access to the barrow. Er hat sehr I viel didn't gesagt. foresee any when I wrote to you. I'm sorry this has been more complicated than anticipated. Don't give up yet, Miss Bateman. Keep trying with Mr. Bryden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Es ist so gut geschrieben, dass man jetzt an diesem Punkt wirklich sagt, ja, was er sagt, macht eigentlich alles Sinn und trotzdem sind wir total suspicious. Es ist echt nice. Also, das spricht für das Schreiben der Story quasi. Okay, mein Vater. Did you know my father? I don't believe so. What's his name? William Bateman. He was in Bewlay for at least a few days, from my understanding.
I'm sorry, lass. The name doesn't ring a bell. Are you sure you had no idea of my father's involvement in the previous excavation? I'm quite sure. A most fascinating coincidence, but nothing more than that. I'm starting to wonder if it's more than mere coincidence, Mr. Shoulder. Miss Bateman, I did not take you for a credulous individual. I'm none of the sort. Das Ding ist, ich meine, wenn der hier, ne, Mr. Shoulder erst neugierig geworden ist, nachdem ihr Vater und der Bruder von Mr. Bryden da reingegangen sind, ja, dann hatte er wirklich noch nicht so ein großes Interesse, als der Vater das erste Mal hierher gekommen ist, weil vielleicht wusste er selbst noch nicht so wirklich von dieser speziellen Folklore. Aber ja, es ist ein komischer Zufall. Und dass er auch, ne, wie so viele andere, nichts davon gehört hat, dass vor 25 Jahren ein Fremder hierher gekommen ist, was ja offensichtlich schon ein kleines Event ist. Weiß ich auch nicht so genau. What can you tell me about the previous excavation of Hob's Barrow? Oh, it was 25 years ago, or thereabout. Back then, Bewlay were undergoing a period of great strife. Samuel Bryden hadn't harvested a single crop for 2 seasons. Even Hernwood was sick. Berries went to rot almost as quickly as they grew. Folks started to believe the ground were blighted. Disease spread through the livestock too. People were going hungry, a panic set in. That sounds terrible. Aye, but I managed to keep myself fed. These things happen in nature, but the blame for it all fell on Hob's Barrow. It was long said that a goblin made his home there. A rumour took root that the goblin were not best pleased with the villagers. In revenge for some unperceived slight, the goblin placed a curse on the soil itself. The villagers believed that ridding the barrow of its lodger would put an end to it all. Hogwash. My father would have paid no heed to such tales. Whether it were his intent to join the excavation when coming here, I do not know. But whatever it were that Samuel Bryden and those lads did inside that barrow, people say it did the trick. The crop started to grow back, and health returned to the livestock. Bewlay were no longer in the grip of dark forces. You must understand, folk here are a superstitious lot. They don't want you disturbing whatever it were those lads did. As far as the villagers are concerned, the problem were fixed. The thought of another excavation must be conjuring panic that you'll undo whatever it were they did. This does explain a lot. And it's also why I'd venture nobody around here wants you to touch the place. Except for you. I want to know what's there. Surely you don't believe these tales of goblins and curses to be true? Not at all. However, I suspect those lads did find something in the barrow. But did it have any connection to failing crops and dying livestock? No. I can assure you there's nothing to fear. Coincidence reigns supreme. So what do you think they found? That is for us to discover, Miss Bateman. Who was the third man who joined my father and Mr. Bryden on the excavation? I'm afraid I don't know. Although I'd heard about the excavation and I were intrigued by it, I mostly stayed at home during that time. The atmosphere in the village was rather too tense for me liking. And besides, the excavation were undertaken with an air of mystery about it. Okay, das sind eine ganze Menge Informationen. Allerdings, auch da wieder, es macht so halbwegs Sinn. Wir haben ja gesehen, ne, der Farmer Mr. Bryden hat erzählt, wie toll sein Land wächst, dass es eigentlich alles von selber wächst und er da gar nichts dran machen muss. Die Hühner hier von Mr. Shoulder sind ganz gesund und glücklich und scheinbar war das nicht immer so. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob es dafür auch eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Gibt es bestimmt. Aber die Leute hier wollen die wahrscheinlich eh nicht glauben. Und ja, sie hat recht, es erklärt total, warum jeder uns davon abhalten wollte, dahin zu gehen, weil sie alle Angst haben, dass wir das wieder rückgängig machen aus Versehen oder absichtlich. Und dass hier wieder alles in Chaos und Krankheit versinkt. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum er so ein großes Interesse daran hat, was die beiden da drin gefunden haben. Wie gesagt, er ist nicht verwandt, er hat ja kein persönliches Interesse an den beiden Männern.
Weil ich weiß nicht. Es ist ein bisschen mysteriös. Tell me more of this folklore you mention. It is said that Hobbs Barrow is home to a goblin. Everyone in Bewlay has some version or another of this story. But the version my father told me as a child described the Barrow as a thin place. The goblin were deemed to be the guardian of this so-called thin place. Thin Place ist irgendwie auch ein komisches Wort. Ein dünner Ort. Inwiefern ist die Frage? Tell me more about this goblin. Some said he were a mischievous little mite, snatching newborn lambs and smashing windows with pebbles. Others said he were friendly, there to lend a helping hand in times of strife. The latter of which makes it all the more surprising as to why the previous excavation took place. My father's stories put the goblin in the mischievous category. Saxnot, he called the creature. I recall one such anecdote, that Saxnot entered Bewlay and ordered a pair of boots to be made by the cobbler. However, when collecting them, he insisted on paying for them with a bag of sow's teeth. The cobbler was so scared of angering the goblin that he accepted. A colourful tale indeed, Mr. Shoulder. Has any explanation been offered for why this Saxnot cursed the soil? Your guess is as good as mine, lass. Okay, interessant. Ich bin tatsächlich so ein bisschen am Überlegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich sehr viele solcher Legenden in England und im Königreich gibt. Gerade so dieses, sind Goblins oder Feen oder dies oder jenes. Da gibt es auch noch so ganz alte Sachen wie, keine Ahnung, Wechselbälger und sowas alles. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele coole Kreaturen, die Leute sich ausgedacht haben. Und ich würde mal behaupten, vor gar nicht so langer Zeit war das halt wirklich so, dass die Leute sehr weit auf dem Land, so wie hier, diese Folklore einfach richtig lange am Leben gehalten haben. Das ist irgendwie cool. Ich mag das sehr gerne. Es ist ein cooles Thema. Irgendwann werde ich mir mal die Mühe machen, ein bisschen zu recherchieren, was das alles dann genau auf sich hat und welche Arten von Folklore hier jetzt im Detail genau drin steckt. Ich kann mir vorstellen, dass wir schon einiges gesehen haben, ohne es genau zu wissen. Okay, was heißt dieses Thin Place? Was soll das bedeuten? What is a thin place? A place where one can walk between okay. worlds. Das habe ich mir gedacht. Where the flesh meets the spirit world. Just superstition, of course, as you well know. Also quasi ein Ort, an dem die Grenzen zwischen dieser Welt und einer möglichen anderen Welt sehr dünn ist. Alles klar. Das machen wir am Schluss. Da bin ich sehr gespannt auf seine Erklärung. Sehr, sehr gespannt. Erstmal, wir hatten da so einen komischen Traum und da kam ja ein Goblin. I had a peculiar dream last night. Zu uns, oder I wir met zu a ihm. creature at Hobbs Barrow. I suppose you might say it was a goblin. It told me it had saved my father from trouble inside Hobbs Barrow. I'll admit the coincidence of this is somewhat astounding. A remarkable coincidence, but nothing more than that. But there is still one thing that puzzles me. The goblin told me proof of its claims would await me in the morning. Surely enough, I awoke to find that my father's journal had appeared in my room. Very queer indeed. Mr. Shoulder, you invited me here, to a town I'd never heard of, only for me to discover that my own father was here 25 years before. And not only that, but that he was also embroiled in some sort of superstitious hysteria which goes against everything he ever taught me. Something is wrong here. Ja. This must be more than mere coincidence. It's strange, I'll give you that. But please remember who you are, Miss Bateman. Er ist nicht so ganz 100% aufrichtig, habe ich das Gefühl. Er erzählt nicht so ganz, was seine eigentliche Motivation dafür ist. Vielleicht finden wir das noch heraus. Okay, das Tagebuch. This is my father's journal. Incredible. Can I look inside? You may. Look at these drawings. Wonder what it all means. You and I both. It all feels very out of character for my father. I'm sure you'll find the answers beneath the soil, Miss Bateman.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch sicher, falls wir da demnächst mal hinkommen. What do you make of this strange stone? The carving of a cockerel? Yes, it was strapped to my father's journal. Do you think it could have something to do with the previous excavation? Possibly, though I'm not aware of the motif having any meaning around these parts. Is this your glove? I've been looking all over for that. Where did you find it? In the alley behind the plough and furrow on the night of my arrival. Were you there? Das wäre ein As komischer I Zufall. say, I've been bedbound for several days, Miss Bateman. How odd. Can I please have it back? Here. Thank you. Mehr sagt er dazu nicht und mehr will sie von ihm nicht wissen. Bisschen enttäuschend. We're peas of the same pod, Miss Bateman. I knew you wouldn't be frightened by a few old stories. It will be interesting to see what those lads found in there. Certainly. Thank you so very much for responding to my letter and for coming here. We have some great discoveries to make, you and I. I sincerely hope so. And a chance to follow in your father's footsteps. Right, time for me to shift these old bones. I'm to take me a spot of the plough and furrow. I'll be there all night should you need me assistance. Thank you, Mr. Shoulder. I'm sorry again for giving you the runaround. I promise I am not beyond redemption. I won't let you down again. See you soon. Sein einzelner Handschuh. I'm starting to wonder if Mr. Shoulder even existed. Ja, ich mich auch. Gut, da waren wir auf der gleichen Seite. Sein einzelner Handschuh liegt rein zufällig in der Gasse und er hat keine Erklärung dafür, macht sich aber auch nicht die Mühe, eine zu erfinden. Es ist so, hä? Was denkst du denn, wie der da hingekommen ist, Opa? Okay. Übrigens, eine Sache, die ich nochmal machen wollte. Wir haben ja gesagt, ne, wenn wir das nächste Mal hier sind, werden wir uns einen kleinen Moment dahinsetzen und in Gedanken an die, was war das, die Mutter von Mr. Tillet, ne, mal kurz verbringen. Das mache ich einfach mal ganz schnell. Wir haben es schon mal gemacht, aber es ist einfach dieses, ja, kurz sacken lassen, durchatmen, mal kurz den Wind um die Nase wehen lassen. Cool. So. Achso, vielleicht nochmal. Margaret's Lookout. Ja. Dedicated to Arthur's mother. Genau. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ich war mir sicher, dass es dann irgendwie... Na gut. Ich dachte, es gibt eine Errungenschaft oder so. Ich bin manchmal so ein bisschen so, dass ich besonders abstruse Steam-Errungenschaften gerne herausfinde. Nur so nebenbei. Okay. The day was starting to test me. Dieser Tag hat mich wirklich auf die Probe gestellt. The word coincidence felt insufficient to explain what was happening. Das Wort Zufall hat sich nicht mehr ausreichend angefühlt, um zu erklären, was hier passiert ist. It was after that first conversation with Lennard's shoulder that I started entertaining thoughts of a truly irrational nature. Es war nach dieser ersten Unterhaltung mit Lennard's Shoulder, dass ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen von einer wirklich irrationalen Art. What if my dream wasn't just a dream? Was, wenn mein Traum nicht einfach nur ein Traum war? What if it was all more than simple coincidence? Was, wenn all das hier mehr als einfacher Zufall war? What if that thing really could help my father? Was, wenn dieses Ding wirklich meinem Vater helfen könnte? Oh. Good day, little one. Hello? Hallo? Jemand zu Hause? What's this? A fiddle bow? There's no string. Okay, ja, also ne, wir fangen langsam auch so ein bisschen daran, wir fangen langsam an, daran zu zweifeln, dass es alles nur Zufälle sind. Ich denke, dass Lennard's Shoulder irgendeinen Grund hat, dafür jetzt so viel Interesse daran zu haben, den er uns noch nicht verraten hat. Weswegen wir überhaupt herkommen sollten, ne? Weswegen wir die Ausgrabung machen sollten. Rein zufällig die Tochter von dem Vater, der schon mal eine Ausgrabung gemacht hat. Das ist ein bisschen mehr als nur Zufall, das glaube ich auch. Ich bin immer noch verwirrt über diese Leute, die quasi gar nicht wirklich hier ins Dorf gehören, sondern irgendwo von außerhalb sind. Wir stellen uns mal eben vor. My name is Thomasina. What's yours? Don't be shy. I don't mean you any harm.
Sie hat eine kleine Fiedel dabei. What are you doing out here all alone on the moors? Können wir den Bogen reparieren? Do you live here? Would you like me to fix your bow so you can play your fiddle again? Wahrscheinlich. Yes? Ja. Und weg. Hey! Most peculiar. Perhaps I can mend the bow for her. If memories of my childhood violin lessons serve me right, bowstring is made from animal hair, coated in a waxy resin. The strings don't vibrate without it. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Ich habe schon überlegt, Pferdehaar wäre ganz gut. Ich habe noch kein Pferd, glaube ich, gesehen. Wachs haben wir ja quasi schon. Hier so ein bisschen Harz. Ja, Harz, nicht Wachs. Also Kolophonium heißt das ja. Aber das mit dem Pferdehaar oder... Wir haben eine Ziege gesehen, ne? Aber die haben so kurze Härchen. Das wird ja nichts. Kannst ja keinen ganzen Bogen draus machen. Mal schauen. Aber wir haben ja auch dieses, diese kleinen Pfosten, wo man ein Pferd anbinden könnte, wenn man denn eins hätte. Also wahrscheinlich kriegen wir gleich irgendwo eins. Frag mich immer noch, wer hier liegt. This appears to be a Ich würde sehr gerne diesen Totengräber fragen, ob er mir da helfen kann. This is where I dug up Jane's ragdoll. Konnten wir da noch weiter? Ich weiß gar nicht. Ah ja, genau, hier kommen wir wieder zu fahren. Alles klar. Okay, Pferd. Warte mal, die eine Frau war nur mit einem Karren da, ne? Da war kein Pferd vorne dran. Ah, okay. Scheint selbst gezogen. Der Typ ist ja quasi auch der Hufschmied. Vielleicht hat der hier irgendwann mal ein Pferd gesehen oder weiß, wann mal jemand mit dem Pferd herkommt. Mal schauen. Good day. Hey up. Ey, jupp. Sehr gut. Ach genau, das Messer. Das müssen wir auch noch rausziehen. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber wir wollen es natürlich haben. Wir gehen nochmal von oben nach unten durch, beziehungsweise... ja doch, eigentlich. Look at this, Mr. Crozier. It's my father's journal. Oh, aye? Why are you showing me? Gute Frage. Did you slip it under my door last night? Have you gone daft? Why would I have your father's journal? Never mind. Did the sketches inside mean anything to you? Looks like a load of rubbish to me. Dass sie sich selbst nicht ein bisschen komisch damit vorkommt, dass sie irgendeine random Person auf der Straße das fragt. Ich könnte das nicht. I found out my father visited Bewlay 25 years ago. William Bateman, perhaps you remember him? Der ist doch viel zu I would have jung. been just a lad. What were you here for? That's what I intend to find out. Er ist doch viel zu jung, Mensch. Er sieht doch kaum älter aus als du. What do you make of this stone? Don't look like out to me. Ja, ist natürlich nicht so ein Stein, deswegen interessiert es ihn wahrscheinlich nicht so doll. Folklore wirkt jetzt auch nicht wie jemand, der sich da sehr viel mit beschäftigt oder dem sehr viel Glauben schenkt. Are you familiar with any local folklore? Oh, aye. The old cobbler used to tell me some rat stories. Swore he sold a pair of boots to a goblin when he were a young man. A goblin, you say? I take it this cobbler was a regular at the Plough and Furrow? Never drank a day in his life. Oh, okay. Sober as a judge. Have you been to the Devil's Toe? Yes, I'm familiar with the cairn. Some say they've seen the goblin's daughter there, playing her fiddle. How peculiar. I met a girl near there earlier. She gave me this broken fiddle bow. Ha! Well, you've experienced the local folklore firsthand then, lass. Naja, warte mal kurz. Wenn das seine Tochter ist und der Typ da drüben auf der anderen Straßenseite sein Geschäft hat, dann ist das ja noch nicht sehr viel Folklore, oder? Hä? Wenn mir jetzt jemand sagt, hier, keine Ahnung, die Tochter vom Buchhändler steht manchmal am Brunnen in der Stadt und spielt Geige, dann ist das ja, macht sie dann halt. Aber gut, der Goblin. Do you know any other stories about this goblin? I don't have the time to be standing here gossiping about old wives' tales. Apologies. Ja, das dachte ich mir fast. Aber hier, das ist doch bestimmt, wobei, das ist ja der Name des Goblins, vermeintlich. Does the name Saxknot mean anything to you? Never heard of it. What is it? Never mind.
So, das ist jetzt aber mal ein Thema, bei dem wir ihm wahrscheinlich tatsächlich was Sinnvolles entlocken können. I'm having some trouble extricating a knife from a table in the plough and furrow. Might I borrow a pair of pliers? A knife, you say? I can get that out for you. That's very kind of you, Mr. Crozier. Think nothing of it. Wait here. Oh, das ist immer nett. Geht er selber hin und zieht das mit einer großen Zange raus. That were a struggle. Here you are. Oh, das ist aber nett. Thank you so much. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Konnten ihn aber nicht fragen, was mit Pferden ist, ne? I can't think of any... So, das einzige Haar, was mir jetzt spontan einfällt, was man dafür benutzen könnte, es müssen ja Haare sein, die lang genug sind, dass man sie in den Bogen reinspannen kann. Können wir sie nochmal fragen? Ich meine, der Karren sieht sehr groß aus. Hallo? Good day. I'm still setting up my stall. Come back later. Oh, Mädel, I'm sorry. Der halbe Tag ist schon rum. Willst du nicht langsam mal fertig werden? Gut, wir können gleich nochmal in den Pub gehen. Ach was. Ah, okay, ich hatte recht. Aus irgendeinem Grund steht jetzt hier ein Pferd. Horsehair would make fine bowstring. Oh. Lass dich bloß nicht treten. She almost took my head off. Ich weiß, wer mit dem Pferd hierher gekommen ist. James. 100 Pro. Der Einzige, der reich genug aussieht, um ein Pferd zu besitzen. Wer ist das? Ist er das? Nee, ist noch jemand anderes. He appears to be lost in deep thought. Hallo? Hello there. Yes. Yes. Okay, ich war mir sicher, dass James der Einzige. Okay, dann nicht. My name is Thomasina. What's yours? Ted? Ted Cross? Pleased to meet you. Likewise. Warum hast du Geld genug für ein Pferd? Are you a local, Mr. Cross? Oh no, I'm just passing through. I'm a musician. Just myself, me guitar and me horse. Eine Gitarre. Ah, okay. Is that your horse stationed in the alley? Aye. Thistlecrack is her name. That's an unusual name for a horse. Schon Aye. irgendwie. It were what she were called when I bought her. Glutton would be a better name. She likes her treats. But it feels wrong to change it. Ja, dann erzähl doch mal, was dein Pferd gerne frisst, damit ich es ruhig stellen kann, um ein bisschen an seinem Schweif rumzuschnippeln. Are you a travelling musician? Aye. I've been playing a new song tonight. I've just finished the lyrics. What's it about? You'll have to come listen. Das würde ich gerne, wirklich gerne. Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig. Ja, was hast du da bisher gehört? What do you make of Bewlay? Can't say that I know much about this place. I don't usually travel this far south. I see. Ich mag seine Stimme, die klingt so super nasal. Have you heard of a place called Hobbs Barrow? Can't say I have, miss. What is it? Never mind. Thank you for your time. Make sure you watch my performance later, won't you? Ja, ich hoffe. I'll try. Ich versuch's. Auf jeden Fall. Okay, das Hottie. Wir haben ja jetzt ein Messer, ne? Irgendwas gesagt von wegen, das Pferd mag, ne? He likes his treats. Was halt heißen könnte, irgendwie Obst. Oder. I don't wish to lose an eye. I'll have to gain her trust. Natürlich. A fine specimen. She's well looked after. The post has been embellished with a fine bronze bust of a horse. Ja, haben wir da I drin don't wish to zufällig... carry around my heavy excavation tools. Da haben wir irgendwas Essbares dabei, nee, ne? Wir haben das Messer, den Bogen, Harz für den Bogen, das Ding. Wir haben den Chisel immer noch dabei, Laterne, wo ich dachte, dass wir das Öl da draus brauchen, aber irgendwie nicht. Die Schaufel, das für unser Zimmer und die Briefe vom Anfang. I'd rather not go into those horrible toilets again. Da wollen wir partout nicht mehr rein, okay. Gut, wenn die Dame mal mit ihrem Stand fertig ist, könnten wir ein bisschen Gemüse kaufen. Und das Pferd vielleicht irgendwie mit einer Karotte ködern oder sowas. Oder wir fragen auf der Farm. Der hat bestimmt auch irgendwie das eine oder andere. Mal gucken. Hallo. Redest du immer noch No nicht mit mir? questions. I'm not interested. But Off with you. Mist, okay.
Wir sollen aber hartnäckig bleiben. Hat die Ziege hier irgendwas zu essen rumliegen? Hallo? Nope. Wir werden keine Freunde mehr. This is not mine to take. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Kirche waren wir jetzt noch nicht, ne? Der Pater hatte uns anfänglich eingeladen, da vorbeizugucken. Ich denke, ich werde hier wieder ein kleines Päuschen einschieben. Wir sind schon leicht über der Zeit. Wir werden gleich mal in der Kirche gucken, ob wir da noch irgendwas mitgehen lassen können. Ich meine, ob wir da irgendwie zuhören können. Selbstverständlich. Die Kirche wird natürlich nicht geklaut. Außer es passt uns in den Kram. Okay, also bis gleich.